Okay, good morning everyone. Guten Morgen alle Let's zusammen. open with a word of prayer. Lass uns mit einem Gebet anfangen. Dear Heavenly Father, I thank you for this morning. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für den heutigen Morgen. I thank you that we can all gather here to study. Ich danke, dass wir hier alle uns versammeln können, um zu studieren. And please open our eyes and ears and hearts, Bitte öffne unsere Augen, Ohren und Herzen, because you have promised if we understand the parables, we will be converted and our sins will be forgiven. denn du hast versprochen, dass wenn wir die Gleichnisse verstehen, dann werden wir bekehrt werden und unsere Sünden werden uns vergeben. And I ask that you would increase our faith now, Ich bitte, dass du unseren Glauben jetzt wachsen lässt that we can understand your word und dass wir dein Wort verstehen können and that we can also learn to submit. und dass wir auch lernen können, uns zu unterwerfen. And please explain to us these events that are just before us, Und bitte erkläre uns die Ereignisse, die jetzt unmittelbar bevor uns stehen, that we would not be offended but stay true to your truth. dass wir nicht Anstoß nehmen, wenn wir für deine Wahrheit treu bleiben sollen. And I want to invite your presence Ich möchte deine Gegenwart einladen and ask that you would bless us this morning. und darum bitten, dass du uns heute Morgen segnest. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Okay, if you open your Bibles, go to Psalm 84. Wenn ihr eure Bibeln öffnet, geht zu Psalm 84. And verse 11. Und Vers 11. It says, "For the Lord God is a sun and shield, the Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from them that walk uprightly." Right? It's a promise, right? Das ist eine Verheißung. And what does it mean to walk uprightly? Und was bedeutet es, aufrichtig zu wandeln? God's word. Sorry? Walk according to God's word. Right, okay. Gemäß Gottes Wort zu And can wandeln. we do that in our own strength? Und können wir das in eigener Kraft tun? No. Nein. Okay, so how do we walk uprightly? Also wie wandeln wir aufrichtig? Faith. Yes, by faith, by realizing that we need a Savior, Und right? durch Glauben, also indem wir realisieren, dass wir einen Retter brauchen. By realizing that we're blind, Und right? indem wir realisieren, dass wir blind sind. Is that not what the Bible is showing us over and over, right? Zeigt die Bibel uns das nicht immer und immer wieder? Right? And we just sung this song that's all about open mine eyes that it might set me free, right? Und wir haben gerade dieses Lied gelesen, wo es sagt, öffne meine Augen, damit es mich freisetzt. Okay, and if you go to Deuteronomy Wenn wir zu 5. Mose gehen, 29, 29, and verse 29, und im Deutschen ist es, glaube ich, Vers 28. it says, "The secret things belong unto the Lord our God." Who do they belong to? Wem gehören sie? They belong to God, Sie right? gehören Gott. "But those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law." So only when they're revealed do they belong to us, right? Also nur wenn sie offenbart sind, dann gehören sie uns. Okay? And if it's not revealed, you'll never understand it, Und right? wenn es nicht offenbart wird, dann wirst du es nie verstehen, Because you're blind, weil right? du blind bist. We're all blind, and blindness is a symbol of our sin, Wir right? sind alle blind und Blindheit ist ein Symbol für unsere Sünde. So it says here, when it's revealed, it brings us to keep His law, Und right? es sagt, wenn es offenbart wird, dann bringt es uns dazu, dass wir Gottes Gesetz halten. Okay, go to Malachi chapter 3. Geht zu Malachi 3.
and if you go to verse, what's up with me this morning? Maybe it's been, yes, verse 6. Also Malachi 3, Vers 6. It says, "For I am the Lord, I change not." Right? "Therefore ye sons of Jacob are not consumed." Why are we not consumed? Warum werden wir nicht verzehrt? Because he doesn't change. Weil sich nicht verändert. Right? God is the same. According to Hebrews chapter 8, what does he say? Gemäß Hebräer 8, was sagt er? He's the same yesterday, today, and forever. Er Right? ist derselbe gestern, heute und für immer. This is the assurance that we can have. Right? Das ist die Sicherheit, die wir haben können. And these are the principles that we must understand about our God. Und Right? das sind die Prinzipien, die wir über unseren Gott verstehen müssen. We change like who? Wir verändern uns wie wer? Like Reuben, right? Wie Ruben. It says, "Reuben, you're unstable as water," Er right? sagt über Ruben, du bist instabil wie Wasser. That's us, right? Und so sind wir. Okay, we're moved by the fleeting feeling of good emotions, Wir right? werden durch die flüchtigen Gefühle unserer eigenen Emotionen verändert. But Sister White says over and over again, faith is not feeling, Aber right? Ellen White sagt immer und immer wieder, Glaube ist nicht Gefühl. Faith rebukes feelings, right? Glaube tadelt Gefühle, Because God doesn't change, weil right? Gott sich nicht verändert. Okay, and this is the point that we need to go. So throughout prophecy, the Lord proves to us that he doesn't change, Und das right? ist der Punkt, nach dem wir gehen müssen, weil durch die Prophetie zeigt oder beweist uns der Herr, dass er sich nicht verändert. Okay, he's this God of nature, Er right? ist der Gott der Natur. And the God of nature teaches us his character, right? Der Gott der Natur, der lehrt uns seinen Charakter. Okay, in these fractals, right, they show us that you get to a low level, it's the same as the bigger level, In right? diesen Fraktalen, da zeigt er, dass uns, wenn man zu dem größeren Fraktal geht, das ist dasselbe Muster wie im kleineren. Okay, so and on that point, right, we have these three fractals, right? Und zu diesem Punkt, wir haben hier diese 3 Fraktale. 2 Sunday laws, 2 Sonntagsgesetze, 1 Sunday law, ein Sonntagsgesetz, half a Sunday law, right? das ist die Hälfte des But Sonntagsgesetzes. every time you break it down, you have the same pattern, right? Und immer, wenn man das herunterbricht, hat man dasselbe Muster. Because God doesn't change and he proves this to us, Weil right? Gott verändert sich nicht und er beweist es uns. Because it's all about events, Weil right? es handelt immer um Ereignisse. We have no time to go on at the end of the world. Am Ende der Welt können wir uns nicht nach der Zeit richten. We are to see the events coming to pass and know where we are, Wir right? müssen sehen, wie die Ereignisse stattfinden und dann wissen wir, wo wir sind. Ecclesiastes says there's a time for everything, right? Prediger sagt, es gibt eine Zeit für alles. There's a time to be born, there's a time to die, Es right? gibt eine Zeit, geboren zu werden und eine Zeit zu sterben. Time for peace and a time for war, Eine right? Zeit des Friedens, eine Zeit des Krieges. Peace, 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 war, right? Oh, you've got to know what are you in? You're in a time of war or a time of peace, Also right? hier ist überall Friede und hier ist immer der Krieg und du musst wissen, bist du jetzt in einer Zeit des Krieges oder in einer Zeit des Friedens. We have to know the events that will bring about a time of peace, Und wir right? müssen die Ereignisse auch kennen, die eine Zeit des Friedens herbeiführen. Because God doesn't change, Weil right? Gott sich nicht verändert. So you know when that event comes to pass, now you're in a time of peace, Du weißt also, wenn dieses Ereignis stattfindet, dann bist du in einer Zeit des Friedens. right? The Lord has to open our eyes. These scriptures, right, are deep, Der Herr muss unsere Augen öffnen und diese Schriften sind tief. okay? And we are blind to these things, Und wir right? sind für diese Dinge blind. Christ says, man shall not live by bread alone, but by every word, right? Jesus sagt, der Mensch lebt nicht aus Brot allein, sondern aus jedem Wort. Okay, so let's begin at the top. Let's go to Ezekiel 21 Fangen wir jetzt am Anfang an, gehen wir zu Hesekiel 21 and verse 25. und Vers 25. Und im Deutschen sind es immer 5 Verse mehr. It says, "And thou, profane, wicked prince of Israel, whose day is come, when iniquity shall have an end,
Thus saith the Lord God, behold, remove the diadem, take off the crown, this shall not be the same, exalt him that is low and abase him that is high, I will overturn, and it shall be no more until he comes whose right it is, and I will give it him. So from this event beginning, it brings you right down to the second coming of Christ, right? Also wenn dieses Ereignis anfängt, dann führt es dich hin bis zu der Wiederkunft Christi. However, there's a principle, right? First comes the natural, followed by the spiritual, right? Es gibt jedoch ein Prinzip. Zuerst kommt das Natürliche, gefolgt vom Geistlichen. So these verses must be fulfilled in a typical sense first, Also right? diese Verse müssen sich in einem typischen Sinne zuerst erfüllen. Okay, and we read a quote, maybe it was yesterday or at the weekend there, that this is speaking about Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome, right? Wir haben letztens dieses Zitat gelesen, dass es über Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom spricht. And she says they all failed, right? Sie sagt, sie alle haben versagt. And they all came to an end, Und alle right? sind zu ihrem Ende gekommen. Right, so when you put those into this verse, it doesn't bring you to the second coming of Christ, right? Wenn du sie also in diesen Vers reinlegst, dann führt dich das nicht zu der Wiederkunft It Christi. brought you to his first coming, Es right? führt dich zu seinem ersten Kommen. Because it has to be typified, right? Es muss vorausgeschattet werden. So Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome, it brought you down to 1798, Also right? Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom hat dich dann zu 1798 geführt. Now that it's been fulfilled in its typical sense, now it's going to be fulfilled in its perfect sense, its spiritual sense, right? Also jetzt, wo es sich in Typus erfüllt hat, wird es sich jetzt im vollkommenen Sinne, also im geistlichen Sinne erfüllen. And we know because Sister White takes that thing and she marks it beginning at the signs of the times, right? Und wir wissen, weil Ellen White nimmt diesen Vers und sie markiert es, dass es dort anfängt, wo die Zeichen der Zeit sind. Where do we find the signs of the times? Wo finden wir die Zeichen der Zeit? Yeah, Matthew, Mark, and Luke, right? Matthäus, Markus und And it Lukas. begins with the wars and rumors of wars. That's where this is going to fulfill, Und right? es fängt an mit den Kriegen und Kriegsgerüchten. Dort wird es sich erfüllen. So when wars and rumors of wars begin, that's the sign. The end of the world is near, right? Wenn Kriege und Kriegsgerüchte anfangen, dann ist das Zeichen, das Ende der Welt ist nahe. Now, not every war that's going on out there is the sign, right? Nicht jeder Krieg, der da draußen stattfindet, ist das Zeichen. Because Bible shows us that those wars and rumors of wars begin when the Sunday law begins, Weil right? die Bibel zeigt uns, dass die Kriege und Kriegsgerüchte dann anfangen, wenn das Sonntagsgesetz anfängt. Okay, so it's going from when the Sunday law begins down to the second coming of Christ, Es right? fängt also an, wenn das Sonntagsgesetz anfängt, bis zu der Wiederkunft Christi. Babylon will be overturned, right? Babylon wird umgestürzt werden. Medo-Persia will be overturned. Medo-Persien wird umgestürzt werden. Greece will be overturned. Griechenland wird umgestürzt werden. And the last is Rome, Und das right? letzte ist Rom. And in history, right, we made this point the other day, what fell upon Rome? Und in der Geschichte, diesen Punkt haben wir letztens gemacht, was fiel auf Rom? The seven trumpets. Die 7 Posaunen. And the seven trumpets are also typifying what? Und die 7 Posaunen schatten auch was voraus? The seven last Die plagues. 7 letzten Plagen. Hence, Rome is perfectly fulfilled, illustrating the seven last plagues, right? Deswegen wird Rom hier vollkommen erfüllt und da stellt die 7 letzten Plagen dar. Right, because the seven trumpets fell upon Rome in history, right? Weil in der Geschichte sind die 7 Posaunen über Rom gekommen. And it leads you down till he comes whose right it is, and I will give it him, Und right? das führt dich dann zu dem Punkt, wenn er kommt, dessen Anrecht es ist und ich werde sie ihm geben. So these principles, you can be absolutely 100% in this is going to happen, right? Also durch diese Prinzipien können wir absolut 100% sicher sein, dass das geschehen wird. Unless you lack faith, Es right? sei denn, dass es dir an Glauben mangelt. Unless you trust your feelings and what you see with your eyes and what you hear with your ears, Es right? sei denn, dass du deinen Gefühlen vertraust und was du mit deinen Augen siehst und mit deinen Ohren hörst.
and you listen to all the other nonsense that's going on there in the world, Und right? dass du den anderen Unsinn, was in der Welt stattfindet, zuhörst. Conspiracy theories and every other sort of bunch of nonsense that's pumped out by Satan, right? Also Verschwörungstheorien und alle anderen Arten von Unsinn, die Satan hervorbringt. It's a more Es ist ein noch sure word of prophecy, right? sichereres oder völlig gewisses Wort der Prophetie. It's so sure, right? Es ist so sicher, That you don't need to doubt, dass right? du nicht zweifeln musst. However, God is merciful, right? He gives us sufficient evidence to believe, right? Jedoch ist Gott gnädig und er gibt uns genügend Beweise, um zu glauben. In the past, the literal Jews, he gave them all these huge physical miracles that they saw with their eyes, right? Und in der Vergangenheit, da hat er den buchstäblichen Juden all diese großartigen physischen Wunder gegeben, dass sie mit ihren Augen sehen konnten. Can you imagine the sea being piled up, right? On either side and walking through the middle of it? Könnt ihr euch das vorstellen, dass das Meer geteilt wird und du wandelst da in der Mitte davon? Mount Sinai was such an event that it was greater power manifested at Mount Sinai than at the flood. Und das sagt, dass beim Berg Sinai, das war solch ein großes Ereignis, dass noch größere Macht dort manifestiert wurde als bei der Flut. Sister White says Satan trembled when God manifested his power at Mount Sinai. Ellen White sagt, dass Satan gezittert hat, als Gott seine Macht beim Berg Sinai manifestiert hat. And what happened to all those Jews that saw those miracles? Und was geschah mit all den Juden, die diese Wunder gesehen haben? Nearly all died, right? Fast alle sind gestorben In their sin in ihren Sünden, because they didn't believe, weil sie haben nicht geglaubt. right? And God is going to manifest an even greater glory at the end of the world through his people, Und right? Gott wird noch eine größere Herrlichkeit am Ende der Welt manifestieren durch sein Volk. And how's he going to do that? Und wie wird er das tun? Through his word, Durch right? sein Wort. Completely different, because the people at the end of the world are the weakest, most degenerate people, right? Ganz anders, weil die Leute am Ende der Welt sind die Schwächsten und die Degeneriertesten. Yeah, his name is going to be glorified greater than it ever was before, just because they'll believe the word, right? Sein Name wird noch mehr verherrlicht werden, also größer am Ende der Welt, nur weil sie dem Wort glauben. There's no greater way God can be glorified than he tells you something's going to happen and you just believe it because of the evidence, without seeing anything, right? Es gibt keine größere Art und Weise, wie Gott verherrlicht werden kann, als dass du einfach dem Wort glaubst und ohne jetzt irgendeine Beweise mit deinen Augen zu sehen. Okay, so what do we need? Also was brauchen wir? Evidence, right? Beweise. Evidence of an unchanging God, right? Beweise eines unveränderlichen Gottes. Okay, so go to Revelation 17, verse 3, Gehen wir right? zur Offenbarung 17 und Vers 3. So we've laid out this big fractal at the top here, right? Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome, Wir haben right? jetzt dieses große Fraktal oben ausgelegt, Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Okay, so now we're going to go down a level, right? Jetzt werden wir eine Ebene runtergehen Look at these two Sunday angels, und right? uns diese zwei Sonntagsgesetze an. And what we want to look is, we want to establish this point right here, right? Was wir uns anschauen wollen, wir wollen diesen Punkt hier etablieren. The end of the war to the beginning of the war, right? Das Ende des Krieges zum Anfang des Krieges. Okay, verse 3. Vers 3. It says, So he carried me away in the spirit into the wilderness. I saw a woman sit upon a scarlet-coloured beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Right? So, we know that John is standing in 1798. Wir wissen, dass Johannes 1798 steht, Okay, where 5 are fallen. wo Right? 5 gefallen sind. And he's taken back and shown, right, what's come to pass. Und er wird zurückgenommen und ihm wird gezeigt, was geschehen ist. Okay? So, and this beast has 7 heads and 10 horns, Und right? dieses Tier hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Go to verse 9. Geht zu Vers 9. It says, And here is the mind which hath wisdom. The 7 heads
are 7 mountains on which the woman sitteth, and there are 7 kings, 5 are fallen. And one is, and the other is not yet come, and when he cometh, he must continue a short space. And the beast that was and is not, even he is the 8th, and is of the 7, and goeth into perdition. All this must be fulfilled must be fulfilled first, right, before we see the perfect fulfillment, right? Also bis Vers 11. Und all das muss sich also zuerst erfüllen, bevor es im vollkommene Erfüllung sein Okay, so we have these 5 kingdoms fell in history down to 1798. Also diese 5 Königreiche sind in der Geschichte gefallen bis 1798. Now, there's a time of peace because Rome is not persecuting us at the moment, right? Jetzt gibt es eine Zeit des Friedens, weil Rom verfolgt uns im Moment nicht. But when the Sunday law comes, these verses will have been fulfilled, Und right? wenn das Sonntagsgesetz kommt, dann werden sich diese Verse erfüllen. When I say the Sunday law, I mean this first Sunday law, Wenn right? ich sage das Sonntagsgesetz, meine ich das erste Sonntagsgesetz. When you get to the end of this Sunday law here, those verses, right, are fulfilled. Wenn man zum Ende des ersten Sonntagsgesetzes kommt, dann haben sich diese Verse erfüllt. Okay, now you can take the past and this other Sunday law and you can pick them up and you can put it on there, right? Dann kann man die Vergangenheit und dieses Sonntagsgesetz nehmen und dann hier einfach hinlegen. No. The one in the past and the one that's just forward, you're picking them up and you're laying them on this, right? So, past and the one that's just passed is pointing to this. Ja. Also man kann also das in der Vergangenheit und eben dieses Sonntagsgesetz dann nehmen und hier drüber legen. Okay, so I don't know if everybody's following that, but the point is that 538 to 1798 typifies this Sunday law, and this Sunday law typifies this Sunday law, Also ich right? weiß nicht, ob jetzt jeder folgen konnte, aber der Punkt ist, 538 bis 1798 schattet dieses Sonntagsgesetz voraus und dieses Sonntagsgesetz schattet dieses voraus. Because these verses must fulfill at the end of the world, Weil right? diese Verse müssen sich am Ende der Welt erfüllen. Okay, so there must be a time of trouble, there's a deadly wound, and then the deadly wound is healed, Es muss right? also eine Zeit der Trübsal geben, dann muss die tödliche Wunde kommen und die tödliche Wunde muss wieder geheilt werden. Okay, just go to Revelation 13. Gehen wir zur Offenbarung 13. All the verses must be fulfilled and then have their perfect application, All right? die Verse müssen sich erfüllen und dann können sie ihre vollkommene Erfüllung haben. Because there's no new thing at the end of the world, Weil right? es gibt nichts Neues am Ende der Welt. Okay, verse 1. Vers 1. And I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns. So what did see coming out of the sea? Was hat er aus dem Meer kommen sehen? A beast with 7 heads and 10 horns, Ein right? Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. This is what John saw ruling down to 1798, Das right? hat Johannes herrschen gesehen bis 1798. Right? And it tells us here that this beast, right? Und es sagt uns hier, dass dieses Tier, Verse 2. Vers 2, And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and seat and great authority. So what do we see in verse 2? was sehen wir in Vers 2? The same 4 beasts that we saw in Daniel 2. Dieselben 4 Tiere, die wir in Daniel 2 gesehen haben. Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome. It's the same history, right? Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Das ist But that dieselbe same Geschichte. history is being illustrated in the Sunday law, right? Aber dieselbe Geschichte wird im Thank you. Sonntagsgesetz dargestellt. Okay. Lion, bear, leopard, dragon, right? That's what you see in the 1260, right? Löwe, Bär, Leopard und Drache. Das kann man sehen in der 1260. Okay, verse 3. Vers 3. And I saw one of his heads as it were wounded to death. So that's where it brings you to, right? Das bringt dich dazu, dass einer seiner Köpfe zu Tode verwundet wird. So at the end of the world, you must see verses 1 to 3 being fulfilled, Also am Ende der Welt musst du sehen, wie sich Verse 1 bis 3 erfüllen. right? And you must bring it down to this
saw one of his heads was wounded to death. And this is where John is standing, Das right? muss man dann dahin bringen, dass man sieht, wie eines seiner Köpfe zu Tode verwundet wird und da steht Johannes. So you have a deadly wound, right? Man hat also eine Todeswunde. And the deadly wound is the power that's ruling being punished, right? Und die Todeswunde ist, wenn die Macht, die geherrscht hat, bestraft wird. And then the deadly wound will be healed, Und right? dann wird die Todeswunde geheilt werden. So when you have this, it confirms this, right? Also wenn man das hier hat, dann bestätigt es das hier. Because you now have a power ruling, right? Gets overturned. Weil dann hat man eine Macht, die herrscht und sie wird umgestürzt werden. You have another power ruling in a time of peace. Man hat eine andere Macht, die herrscht in der Zeit des Friedens. It's a two-horned power, Das right? ist eine zweihörnige Macht. Then you have another power ruling in a time of trouble. Dann hat man eine andere Macht, die herrscht in einer Zeit der Trübsal. And then you have the 7 last plagues. Und dann sind die 7 letzten Plagen. Okay? Everything confirms itself, right? Alles bestätigt sich. Go to Revelation 13, verse 11. Geht zu Offenbarung 13, Vers 11. So it says, I beheld another beast coming up out of the earth. He had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. Right? So when this power gets punished, there's another power comes up like a lamb. Right? Wenn diese Macht bestraft wird, kommt eine andere Macht wie ein Lamm herauf. Yes? Ja? Right? And what's my other point? Okay, and then he's going to speak like a dragon, right? Und dann wird er wie ein Drache sprechen. I don't know if I'll get everything written in here, but and when he speaks as a dragon, the Sunday law repeats itself, right? Wenn er wie ein Drache spricht, dann wiederholt sich das Sonntagsgesetz. Okay, now go to Daniel chapter 7, Jetzt geht's zu Daniel 7, verse 1. Vers 1. And Daniel 7 is the same history as Daniel 2, right? Und Daniel 7 ist dieselbe Geschichte wie in Daniel 2. But it illustrates something different, Aber right? es stellt etwas anderes dar. Daniel 2 is illustrating from the beginning of the Sunday law all the way to the second coming of Christ, right? Daniel 2 stellt es von Anfang des Sonntagsgesetzes bis zu der Wiederkunft Christi dar. Okay, Daniel 7 verse 1. Daniel 7, Vers 1. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed, and he wrote the dream and told the sum of the matters. Daniel spake and says, I saw in my vision by night, and behold, the 4 winds of the heavens strove upon the great sea. Right? So when the 4 winds are striving, what does it mark? Wenn die 4 Winde wehen, was markiert es? War, right? Ein Krieg. Sister White explains this to us, right? Ein Weit erklärt es uns. It says, and 4 great beasts came up from the sea, right? 4 große Tiere sind vom Meer gekommen. The book of Revelation is the revelation of the book of Daniel, right? Das Buch Offenbarung ist die Offenbarung des Buches Daniel. Did John see a beast come up out of the sea? Hat Johannes ein Tier aus dem Meer kommen sehen? Yes, we just read it in Revelation 13. Ja, wir haben das in Offenbarung 13 And gelesen. how did that beast look like? Und wie sah dieses Tier aus? Lion, bear, leopard, dragon, right? Löwe, Bär, Leopard und Drache. Okay, so John is revealing what Daniel is seeing here, right? Johannes offenbart das, was Daniel hier sieht. Okay, and those 4 beasts is the lion, the bear, the leopard, and the dragon, right? Diese 4 Tiere sind der Löwe, Bär, Leopard und Drache. And it leads us down to the place where this beast gets punished, Und es right? führt uns dann zu dem Punkt, wenn dieses Tier bestraft wird. Yes? Okay, we're just building points, right? Wir bauen jetzt auf den Punkten auf. So go to Daniel 11, verse 40. Geht zu Daniel 11, Vers 40. It says, and at the time of the end shall the king of the south push at him. Who's the king of the south?
Wer ist der König des Südens? At the end of the world, who's the king of the south? Come on, guys. Just Am Ende der Welt, wer ist der König don't des worry Südens? about if you say the wrong thing or anything. Just let's. Keine Angst, wenn ihr etwas Falsches sagt. Yeah, okay. That's what but that's not who it is, right? That's what they believe, right? Who is it? Also der Kommunismus, das ist das, was sie glauben. Aber wer ist das? The Democrats. It's not only it's the nations, right? Das sind die Nationen. Right? It's the king of the south here. It's all the nations of the world that are punishing the north, right? Und der König des Südens sind all diese Nationen, die den Norden bestrafen. Okay, so it says, at the time of the end shall the king of the south push it in. This is where those 10 kings eat her flesh and burn her with fire, Das right? ist, wo diese 10 Könige ihr Fleisch essen und sie mit Feuer verbrennen. Right? Richtig? And it brings about a time of peace, Und das right? führt dann eine Zeit des Friedens herbei. Okay, so the point is, it says, and the king of the north shall come against him like a whirlwind with chariots, with horsemen, many ships. So what's now the change? Was ist jetzt die Veränderung? It's the time of war again, Es right? wird eine Zeit des Krieges. Okay, so you have Daniel 11:40, Daniel 11:40. Two parts, right? Daniel 11, Vers 40, Daniel 11, Vers 40. King of the south punishes this beast, Der right? König des Südens bestraft dieses Tier. King of the north is now come out of his grave and he retaliates, right? Der König des Nordens kommt jetzt aus seinem Grab und er schlägt zurück. Sunday law begins again, Das right? Sonntagsgesetz fängt wieder an. Okay, so and so we're just building here, right? So it's always the time of peace is always marked when this beast that's persecuting God's people gets punished, Wir right? bauen jetzt darauf auf, also die Zeit des Friedens fängt immer an, wenn dieses Tier, was Gottes Volk verfolgt hat, bestraft wird. And it's marking that it's the nations that punish that beast, Es right? wird markiert, dass es die Nationen sind, die dieses Tier bestrafen. I mean, there's also another power that punishes, but we're just dealing with what's written here, Es right? gibt auch noch eine andere Macht, die bestraft, aber wir handeln jetzt mit dem, was hier geschrieben steht. So go to Isaiah 23 Geht jetzt zu Jesaja 23 and verse 15. und Vers 15. It says, and it shall come to pass that in that day that Tyre shall be forgotten 70 years, according to the days of one king. Right? Who's Tyre in Bible prophecy? Wer ist Tyrus in der biblischen Prophetie? The papacy, right? Das Papsttum. Marking the same point. When Tyre gets punished, Das right? markiert denselben Punkt, wenn Tyrus bestraft wird. For the days of Für die Tage one king. eines Königs. So we know, right here, when Tyre gets punished, there's one king ruling. Wir wissen also, wenn Tyrus bestraft wird, da herrscht ein König. Which king is ruling? Welcher König herrscht? Scott, which king is ruling? Welcher Asking König? you directly. Right here, Tyre gets punished, and which king is ruling? Tyrus wird bestraft. Prophetically, at the end of the world, Prophetisch gesehen. the USA. So what type of king is it? Die USA, also was für eine Art König ist das? The king of the north is ruling here. Herrscht der The König United des Nordens? States. And the United States there, when it speaks like a lamb, right, it's not the king of the north. Also Right? die USA herrscht hier und wenn sie wie ein Lamm spricht, dann ist sie nicht der König des It's a Nordens. two-horned power, right? Eine zweihörnige Macht. Medo-Persia is a two-horned power, right? Persien ist eine zweihörnige It comes up like a lamb, Sie right? kommt herauf wie ein Lamm. The thing is, it says 5 are fallen and 1 is, right? Die Sache ist, hier sagt es dann, 5 sind gefallen und einer ist. Right, good. So the 1 is this king, right? Der eine, der ist also dieser König. Because according to the days of one king, and after the end of the 70 years, shall Tyre sing as a harlot. In verse 17. Jetzt Vers 17. And it shall come to pass that after the end of 70 years, that the Lord will visit Tyre, she shall turn to her hire,
and shall commit fornication with all the kingdoms on the world upon the face of the earth. So what's she doing at the end of that period? Was macht sie also am Ende dieser Zeitspanne? What does it say? Was sagt es? She's committing fornication with how many kings? Sie treibt Unzucht mit wie vielen All Königen? of them, right? Mit allen. So all the kings now have turned back to her, right? Alle Könige sind jetzt zu ihr zurückgekehrt. Okay, so this, and when she's committing fornication with all the kings of the earth, what does it mark? Und wenn sie mit allen Königreichen der Erde Unzucht treibt, was markiert Just das? go to Revelation 17 again, verse 1. Nochmal zur Offenbarung 17, Vers 1. It tells you. Dort steht das. Verse 1 it says, Vers 1. And there came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment. What's he going to show John? Was wird der Johannes zeigen? Judgment. It's 1798, Das right? Gericht 1798. 5 are fallen, Fünf right? sind gefallen. I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. That's Tyre, right? Das ist Tyrus. With whom the kings of the earth have committed fornication. It's the same. So he gets punished because they committed fornication with her. Then she's forgotten for 70 years, but at the end of the 70 years, they're all going to commit fornication with her again, right? Sie wird bestraft, weil alle mit ihr Unzucht getrieben haben. Dann wird sie vergessen, 70 Jahre. Aber am Ende davon werden sie wieder alle mit ihr Unzucht treiben. Okay. So go now to Genesis 15. Geht jetzt zu 1. Mose 15. Okay, this is how we prove things, right? We build, we bring all the evidence together, So right? können wir Dinge beweisen. Wir bauen auf und bringen alle Beweise zusammen. Okay, Genesis 15, verse 13. 1. Mose 15, Vers 13. And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them. What are they going to do? Was werden sie tun? They're going to serve, Sie right? werden dienen. They're in bondage. Sie sind Knechtschaft. To whom? Und zu wem? This woman, right? Diese Frau. Because this, talking about this 400 years in Egypt, Er right? spricht über die 400 Jahre in Ägypten. Egypt is Babylon, right? Ägypten ist Babylon. That's the way it says the calling out of Egypt is the calling out of Babylon, right? Und weit sagt, dass das Herausrufen aus Ägypten das Herausrufen aus Babylon ist. It tells us very clearly that them coming out of Egypt was the Sunday law, Er right? sagt uns sehr klar, dass als sie aus Ägypten herauskamen, also Ägypten war das Sonntagsgesetz. So they're going to serve, they're going to be slaves during the Sunday law crisis, Sie right? werden also dienen, sie werden Sklaven sein während der Sonntagsgesetzkrise. But it goes on to say, it Das says, sagt dann weiter, verse 14, Vers 14. also that nation, what is it? Was ist das? It's a nation. Es ist eine Nation. It's one nation. It's an empire, Es right? ist eine Nation, es ist ein Weltreich. Egypt was an empire, right? Ägypten war ein Weltreich. And this final kingdom is an empire at the end of the world, Und right? dieses letzte Königreich ist ein Weltreich am Ende der Welt. Because it represents the whole world, Weil right? das stellt die ganze Welt dar. It says, that nation, saith the Lord, come to pass when 70 years are accomplished, that I will punish, no, I'm reading the wrong place, excuse me. Also that nation, whom they shall serve, will I judge, right? And afterward shall they come out with great substance. So when do you come into the land? When do you have this time of peace? Wann kommst du also in das Land? Wann hast du die Zeit des Friedens? When he judges the civil power that's had you in bondage, Wenn er right? die Staatsmacht also richtet, die dich in der Knechtschaft hat. Okay, so go to Jeremiah 25. Dann geht zu Jeremia 25. So this was Egypt, now we're going to look at Babylon, Das right? war Ägypten, jetzt schauen wir uns Babylon an. Verse 11. Jeremia 25, Vers 11. It says, And this whole land shall be a desolation and an astonishment, and these nations shall serve the king of Babylon 70 years, right? So this is why Tyre was forgotten for 70 years, right? Deswegen würde Tyrus 70 Jahre vergessen. Because they brought God's people into bondage for 70 years, right? It's just an allegory, Weil right? sie haben Gottes Volk in Knechtschaft 70 Jahre gebracht. Okay, it says, And it shall come to pass that when 70 years are accomplished, that I will
punish the king of Babylon. So it always ends with the punishment on the power that's persecuting, right? Es endet also immer mit der Bestrafung über die Macht, die verfolgt. And that nation, saith the Lord, for their iniquity. It's a nation, right? Es ist eine Nation. And the land of the Chaldeans, and will make it a perpetual desolation. Okay, same principle, right? Vers 12, dasselbe Prinzip. Pharaoh and Nebuchadnezzar, right? They're both the dragon power, right? Pharao und Nebukadnezar sind beide die Drachenmacht. They are this, because right here, the Sunday law, he speaks like a dragon, right? Hier im Sonntagsgesetz, da spricht er wie ein Drache. So it's a dragon power that's persecuting. It's the civil powers, Es ist right? also eine Drachenmacht, die verfolgt, die Staatsmacht. So the civil powers are persecuting God's people, then they get punished, you get set free, Die right? Staatsmacht verfolgt Gottes Volk und dann werden sie bestraft und du wirst freigesetzt. Okay, now go to Matthew chapter 2. Jetzt geht's zu Matthäus Kapitel 2. Because Christ is our example in all things, Weil right? Christus ist unser Beispiel in allen Dingen. Okay, verse 13. Vers 13. It says, And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt. What's he doing? Was tut er? Fleeing into Egypt. Er flieht nach Ägypten. Okay, so where's it marking? Wo markiert es das? This point here, prophetically, what does it mark? Dieser Punkt prophetisch gesehen, was markiert es? Where are you told to flee? Wo wird dir gesagt zu fliehen? Yeah, when you see the sign, right? Und das Zeichen Now we know that the sign is both at the Sunday law, which is cestus, right? Here, here, right? Also wir wissen, dass das Zeichen sowohl am Sonntagsgesetz ist, was Cestius ist, And then again at Titus, und dann right? noch wieder bei Titus. Okay, so when Christ is fleeing here, it's marking the beginning of a time of trouble, Wenn right? Christus hier flieht, markiert es den Anfang einer Zeit der Trübsal. So take the young child and his mother and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word, for Herod will seek the young child to destroy him. Right, so they're fleeing at a time where the civil power is trying to destroy Christ. Right? Sie fliehen zu einer Zeit, wenn die Staatsmacht versucht, Christus zu zerstören. So verse 14. Vers 14. When he arose, he took the young child and his mother by night and departed into Egypt, and was there until when? Er war dort bis wann? The punishment upon the civil power, right? Die Bestrafung auf die Staatsmacht. That it might be fulfilled which was spoken of by the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son. And that's speaking about Israel coming out of Egypt, Und das right? spricht über Israel, wenn es aus Ägypten kommt. Because he takes this verse from Hosea chapter 11 and verse 1, which is speaking about them when they came out of Egypt, right? Er nimmt diesen Vers von Hosea 11, Vers 1, was darüber spricht, als sie aus Ägypten kamen. Christ, who's our example in all things, lays the same pattern, right? Christus, der unser Beispiel in allen Dingen ist, legt dasselbe Muster aus. Flees into Egypt. The dragon power is trying to persecute him, Er right? flieht nach Ägypten, die Staatsmacht versucht ihn zu verfolgen. Comes out of Egypt, Er right? kommt aus Ägypten heraus. Okay. When did he come out of Egypt? Wann kamen sie aus Ägypten? When Herod, the dragon power, the civil power, gets punished, Als right? Herodes, wenn diese Drachenmacht, also die Staatsmacht, bestraft wird. Okay. And the civil power, according to Daniel 11 and Revelation 17, gets punished by an internal uprising, by their own nations, right? The nations rise up against them, right? Und die Staatsmacht wird bestraft, also gemäß Daniel 11 und Offenbarung 17, durch ein interner Aufruhr, also die eigene Nation, die stehen gegen sie auf. Okay, we're not dealing with Islam. We know that Islam's got a part to play in that, but we don't need to discuss that in this particular study, right? Also in diesem bestimmten Studium müssen wir jetzt nicht über den Islam sprechen, weil der hat auch eine Rolle da zu spielen. Okay, go to Genesis chapter 3, Gehen zu 1. Mose 3. right? Right at the very beginning, we have the DNA
for all this what we're talking about, right? Genau am Anfang haben wir die DNA für das, über was wir sprechen. Verse 15. Vers 15. It says, "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." Right? So what's the promise there? Was ist hier die Verheißung? The promise is that he's going to take away your evil, loving heart and give you a heart that hates evil. Right? Also die Verheißung ist, dass er dein Herz, was das Böse liebt, wegnimmt und dir ein Herz gibt, was das Böse hasst. When is he going to do that? Wann wird er das tun? Come on, we've discussed it this morning already. What is that a parallel to? Zu was steht das parallel? When he gives you this heart, what's it a parallel to? Wenn er dir dieses Herz gibt, zu was ist das parallel? You're at the right place, but the wrong point. Also die betreffende Nation, du bist am richtigen It's the new birth, Platz. right? Also es ist die Neugeburt. You're talking about what happens when he does that, right? And I agree with you, right? But I'm saying, so when he gives you the enmity, that's the new birth, right? Also wenn er dir diese Feindschaft Yes, gibt, dann ist das die Neugeburt. because Das now ist die Zeit you des now you Lebens. have peace with God, right? Weil jetzt hast du Frieden mit Gott. Okay, it's the new birth. It's when you come out of Egypt, Es right? ist die Neugeburt, wenn du aus Ägypten But heraus what I'm asking about, when does it happen? And this is what Christian alluded to. Where is it written in that verse? Aber ich frage das eben, wann das passiert. Also wo steht das in diesem Vers geschrieben? No, in the verse. What's it written? Okay. Okay, that's what I'll leave it. When he bruises his head, Wenn right? er seinen Kopf zertrümmert. And when he bruises his head, that's when Christ was on the cross, right? Also wenn er seinen Kopf zerstampft, dann war das, als Christus am Kreuz war. Brings you to the point at the end. It's done, Das right? bringt dich dann hier zum Ende, zu dem Punkt, wo es geschehen ist. Okay. So, in verse 16 tells you what experience you must go through in order for that to come to pass, right? Vers 16 sagte dann, durch welche Erfahrung du durchgehen musst, damit das geschehen kann. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children. So in order to come out of Egypt and have this new heart, you have to go through this sorrowful experience, right? Damit du also aus Ägypten herauskommen kannst und dieses neue Herz erhalten kannst, musst du durch diese Wehenerfahrung gehen. And thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Who's your husband? Wer ist dein Ehemann? Christ, right? Christus. So when you come out of Egypt and he puts that enmity in your heart against sin, now Christ rules over you. Now he's your husband, right? Also wenn du aus Ägypten herauskommst und er diese Feindschaft gegen die Sünde in dein Herz legt, dann herrscht Christus über dich. Also dann ist er dein Ehemann. Now you love to serve him, right? Jetzt liebst du es, ihm zu dienen. Okay, so now we're going to jump down. We're going to take the Sunday law. I'm just going to spread it down here and show the same pattern, right? Jetzt werden wir dieses Sonntagsgesetz nehmen und hier ausbreiten und dann werden wir sehen, dass es dasselbe Muster. Okay, so when the Sunday law comes, right, it's a sign, Wenn right? das Sonntagsgesetz kommt, ist es ein Zeichen. Cestius, Cestius. right? So Cestius surrounds Jerusalem, right? Cestius umlagert You Jerusalem. have to flee, Du musst right? fliehen. Okay. But the perfect fulfillment of that, right, is when Titus surrounds Jerusalem, right? Die vollkommene Erfüllung davon ist aber, wenn Titus Jerusalem umlagert. But if I take this, right, and put it here, right, the Sunday law, Wenn ich das jetzt aber hier nehme und beim Sonntagsgesetz hinlege, you can't put it here. It's, But you can't flee. spiritually, you're not running away anywhere, right? You're Okay. going to Christ, right? also das Fliehen bedeutet dann geistlich, weil du rennst nirgendwo hin, du gehst zu Christus. Okay. The point is that this parallels this, Der right? Punkt ist, das hier ist parallel zu dem. Okay. This is a time of war. This is
a time of war, right? Das ist eine Zeit des Krieges und das ist eine Zeit des Okay, Krieges. this is what we're doing. This is what's proving it now. When you come down the smaller fractals, it all shows the same things, Und right? so kann man das eben beweisen. Wenn man die kleineren Fraktale runtergeht, zeigt es uns immer dieselben Dinge. But Cestius, when he comes, he must Aber wenn Cestius kommt, was muss er tun? haste away, right? Wegeilen. Okay, so we understand, right? Cestius hastes away, right? Wir verstehen, Cestius flieht weg. It was a defeat for the Romans, right? Und das war eine Niederlage für die Römer. Okay, so it's like they get a deadly wound there, and then the deadly wound is healed, right? Es ist so, als würden sie eine Todeswunde bekommen und die Todeswunde wird geheilt. Okay, it's the same principle, right? Dasselbe Prinzip. Okay, patterns are the same, right? Die Muster sind dieselben. Okay, so go to Revelation 16 Geht zur Offenbarung 16, and verse 12. Vers 12. Okay, maybe I didn't put this point in there. Okay, I'll come to that. Revelation 16, verse 12. It says, Offenbarung 16, Vers 12. "And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared." So this is the beginning of the sixth plague, right? Das ist der Anfang der 6. Plage. Which is typified right here, Und das right? wird hier vorausgeschaut. Okay. It says, "And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet." What do we see? Was sehen wir? The threefold union, right? Dreifältige Union. What do we have here at the Sunday law? Was haben wir hier am Sonntagsgesetz? The threefold union, Die right? dreifältige Union. Okay. And at the Sunday law, Revelation 13, verse 11, right? Und am Sonntagsgesetz ist Offenbarung 13, Vers 11. He speaks like a dragon, and then what does he do? Er spricht wie ein Drache und was tut er dann? What happens in the next 2 verses? Was geschieht in den nächsten 2 Versen? Go and read. These verses should be. But just go Revelation 13, verse 12. Geht zur Offenbarung 13, Vers 12. It says, "And he exercises all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles." Right? Wunder. So he brings fire down from heaven and does miracles, Er right? bringt Feuer vom Himmel und tut Wunder. Okay, so go back to Revelation 16, Geht zurück zur Offenbarung 16, verse 14. Vers 14. So the threefold union comes together at the Sunday law, and they also come back together there, right? Dreifältige Union kommt am Sonntagsgesetz zusammen und sie kommen hier auch zusammen. Zurück. Because there was a pause, right? And they get stopped here, but now they come back here, right? Weil hier war eine Pause, sie wurden hier gestoppt und hier kommen sie wieder zurück zusammen. Verse 14. Vers 14. "For they are the spirits of devils working miracles," right? Wirken Wunder. They're doing the same, right? Die machen dasselbe. And in Matthew 24, she has false prophets here, and then again she has false prophets here, In right? Matthäus 24 sind falsche Propheten hier und hier auch. Okay, it's marking the same thing. Internal and external, Das right? zeigt uns wieder dasselbe, intern und extern. Okay, so go to Daniel 8 and verse 4. Geht zu Daniel 8 und Vers 4. This is the beginning of the Sunday law, Das ist right? der Anfang des Sonntags. Because it says, "I saw the ram," right? Who's the ram? Weil es sagt, ich habe den Widder gesehen. Wer ist der Widder? Daniel in Revelation's one book. Who's the ram? Daniel in Offenbarung ist ein Buch. Wer ist der Widder?
the two-horned beast of Revelation, right? The United States, Das right? zweihörnige Tier von Offenbarung, die USA. And we know that the lion and the bear is one kingdom, Wir right? wissen, der Löwe und der Bär ist ein Königreich. So right here, the two-horned beast is going to speak like a dragon, right? Hier wird das zweihörnige Tier wie ein Drache sprechen. Okay, he's going to get deadly wound here, and then he's going to speak like a dragon, right? It's just the same thing, right? Eine Todeswunde bekommen und hier wird er wieder wie ein Drache sprechen. Es ist einfach dasselbe. It's just following the same pattern, right? Es ist einfach demselben Muster zu folgen. But in Daniel 8:4 it says, I 8, Vers 4. saw the ram pushing westward and northward and southward. How many ways is he pushing? In wie viele Richtungen stößt er? 3. 3, right? 3. I'll just put 3 here, right? Ich schreibe jetzt einfach 3 Just for simplicity. für die Einfachheit. We go to Daniel 8 and verse 8. Geht zu Daniel 8 und Vers 8. Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken. What's happening to this horn? Was geschieht mit diesem Horn? It gets broken, Es right? wird zerbrochen. It's getting punished. Es wird bestraft. And that great horn is here, Und right? dieses große Horn ist hier. So where would this great horn get punished if you're following the pattern? Wo wird also dieses große Horn bestraft, wenn man dem Muster folgt? At the judgment, at the end, right? Beim Gericht am Ende. And just look, it says, when he was strong, that great horn was broken, and for it came up 4 notable ones to the 4 winds of heaven. Right? So what comes up? Was kommt darauf? 4 horns, right? 4 Hörner. So the Bible must explain itself, right? Die Bibel muss sich selbst erklären. So the civil power here, prophetically speaking, is this civil power here oppressing God's people? Prophetisch gesprochen, unterdrückt diese Staatsmacht Gottes Volk. Okay, wonderful. Doing what? How is he oppressing you? Ja, also What's the purpose of this horn of Bible prophecy? was ist der Zweck von diesem Horn in der biblischen Prophetie? How is he going to oppress God's people? Wie wird er Gottes By what Volk means? unterdrücken? Durch welche Mittel? Careful what we say. Vorsichtig sein, was wir jetzt sagen. Not for the camera's reason, Für die Kamera, not for any other reason. nicht wegen einem anderen Grund. Come on, I'm giving you the answer. Yeah, thank you. Right, this, right? Also mit dem Right, so, and we understand that this is the exact same DNA and characteristics of this. Also wir verstehen, dass das hier genau dasselbe Charakteristiken hat, also dieselbe DNA wie das hier. Religious persecution, non-religious persecution, right? Religiöse Verfolgung und hier nicht religiöse Verfolgung. Right? Okay. You'll get the point in a moment, Ihr right? werdet gleich den Punkt verstehen. Right? Now, so it says, there came up 4 notable horns, Er right? sagt es, hier kamen 4 ansehnliche Hörner heraus. Towards the 4 winds of heaven, Zu right? den 4 Winden des Himmels. right? Okay, just the language, right? And then it says, and out of one of them came forth a little horn. This little horn is pagan Rome, right? Dieses kleine Horn ist heidnisches Rom. And pagan Rome prefigured the United States. Und das heidnische Rom hat die USA vorausgeschaut. How? Wie? How does pagan Rome prefigure the United States? Wie hat das heidnische Rom USA vorausgeschaut? No, just compare pagan Rome with the United States. What's the comparison? Vergleicht heidnisches Rom mit USA. Was ist One comes out of der Vergleich? No, you're focusing on this. Just forget that for the moment. Right, so they're both a republic, right? Beides ist eine Republik. Yes. Right, and what else? Und was noch? Yeah, the government, right? Also die dreifältige They, Regierung. they had a senate, a consul, and an emperor, Sie hatten right? einen Senat, einen Konsul und einen Kaiser. What does the United States have? Was hat die USA? Same form of government, right? Dieselbe Form der They Regierung. have a president, a senate, and a House of Representatives, Sie right? haben einen Präsidenten, einen Senat und das Haus der Repräsentanten. How did Rome begin? Repräsentantenhaus.
Wie hat Rom angefangen? Like a lamb, Wie ein Lamm. right? Then it became a persecuting power, Und right? dann wurde es eine verfolgende Macht. Okay, it's exactly the same. United States comes up like a here, right? Und das ist genau dasselbe. Also USA kommt hier herauf, Then it speaks like a dragon here, wie ein right? Lamm. Und dann spricht es dort wie ein Drache. So go back to this verse, right? Geht zurück zu diesem Vers, Right? Verse 9. Vers 9. And out of one of them came forth a little horn. So how does he come up? Wie kommt er herauf? Like a lamb. Come on, just follow the narrative, right? Folgt der Erzählung. And then it says, which waxed exceeding great toward the south, toward the east, and toward the pleasant land. So what do you have? Was hat man also hier? Right, so where are we? 3 Richtungen. Wo sind wir also? Zeit der Trübsal. You tell me, Max. I know where it is, right? And I want the answers from you, Ich right? möchte die Antworten von euch haben. Okay, so the point is, if we're following the pattern, comes up like a lamb here, right? Der Punkt ist, wenn wir dem Muster folgen, kommt es hier wie ein Lamm Speaks like a dragon, und right? spricht wie ein Drache. Okay, so there are some arguments you could make against this, but I'm going to prove that those arguments are folly, right? Es gibt Argumente, die man machen kann dagegen, aber ich werde beweisen, dass diese Argumente töricht sind. Trumpets, right? Die Posaunen. The trumpets typify the 7 last plagues, Die right? Posaunen schatten die 7 letzten Plagen voraus. But they are because this close of probation here is typifying this close of probation here, right? Weil dieses Ende der Gnadenzeit schattet dieses Ende der Gnadenzeit hier voraus. So what must begin here in type? Das muss also hier im Typus anfangen. Okay, the 7 last plagues, right? 7 letzten Plagen. What's typifying them? Und was schattet sie voraus? The trumpets, Die right? Posaunen. And the trumpets are broken down into 4 and 3, right? Posaunen werden in 4 und 3 Where aufgeteilt. do we put those first 4 trumpets? Wo sind die ersten 4 Posaunen? Right, so you got Hier am Anfang. 4, right? Hier sind 4. The 4 trumpets illustrate the loosing of the 4 winds, right? 4 Posaunen stellen dieses Lösen der 4 Winde dar. Who were the 4 trumpets? Und wer waren die 4 Posaunen? The nations, Die right? Nationen, That eat her flesh and burn her with fire, die right? ihr Fleisch essen und sie mit Feuer verbrennen. Therefore, who are they represent? What did we read about those? Deswegen, Just go was back. stellen sie da? Was haben wir darüber gelesen? It's verse 8. Vers 8. Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken. And for it came up 4 notable ones towards the 4 winds of heaven, right? It's the same, it's trying to show you, right? Es ist dasselbe, das will es uns zeigen. So when this 2-horned power comes up, he's going to rule for a time there, right? Wenn die zweihörnige Macht aufkommt, wird er für eine Zeit herrschen. Okay, until he joins again together with this woman, right? Bis es sich wieder mit dieser Frau zusammenschließt. And exactly the same there. Rome comes up for a time, then becomes this great dictator, right? Und dasselbe ist auch hier. Rom kommt für eine Zeit auf und dann wird er dieser große Diktator. That's how it began. It began as a peaceful nation and ended up as a dictatorship. So hat Right? es angefangen wie eine friedliche Nation und dann hat es geendet als eine Diktatur. United States comes up like a lamb, speaks like a dragon. It's the same, Die right? USA kommt herauf wie ein Lamm und spricht wie ein Drache. Es ist dasselbe. Okay, go to Daniel 8, verse 21. Geht zu Daniel 8, Vers 21. Clarify, because you use the term that Rome comes up for a time, because it can be confusing. Because Daniel 11 uses the word comes it rules for a time. But Okay, no, I mean this time period here, right? This because it says she gets forgotten for the days of one king, right? So it's this time period where this one king is ruling, right? Also wenn ich gesagt habe, eine Zeit, zum Beispiel Rom eine Zeit oder hier,
dann meinte ich diese Zeitspanne, also die Tage eines Königs. Okay, go to Daniel 8, verse 21. Dann gehen wir zu Daniel 8, Vers 21. It says, "The rough goat is the king of Grecia, and the great horn that is between his eyes is the first king. Now that being broken, whereas 4 stood up for it, 4 kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power. And in the latter time of their kingdom," right? So it's telling you from the moment they stand up to the latter time of their kingdom, right? Das sagt dir von dem Moment, wo sie aufstehen, bis zu der späteren Zeit ihres So it's Königreichs. talking about the period where this kingdom is going to rule, right? Spricht also über diese Zeitspanne, wenn dieses Königreich herrschen wird. And you have here, this kingdom gets overturned, and this kingdom is ruling, Und right? dann hat er hier, dass dieses Königreich umgestürzt wird und dieses Reich herrscht. The days of one king, Die right? Tage eines Königs. So it's the same on the smaller level. You have a kingdom here ruling, Und right? dasselbe ist dann hier auf einer kleineren Ebene. Hier herrscht ein Königreich. It says, "In the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentence shall stand up." Now, how is that been illustrated? Was this king? Wie wird das jetzt dargestellt? Wer ist dieser Who's König? the fierce king in the Bible? Wer ist der grimmige König in der Bibel? Rom. Go to Isaiah 19. Geht zu Jesaja 19. Rome is typifying something, right? Rom schaut etwas voraus. Or Rome he's just a vassal for the true king that he's illustrating, Rom right? ist nur ein Vasall des wahren Königs, den er darstellt. Jesaja 19. And this is the second coming of Christ, right? Das ist die Wiederkunft Christi. So when he comes and he takes you to himself or he gives you over to Satan, right? Dann, wenn er kommt, dann nimmt er dich entweder zu sich oder er gibt dich Satan. Okay, verse 4. Vers 4. "And the Egyptians will I give over into the hand of a cruel lord, and a fierce king shall rule over them." Who is this? Wer ist das? It's Satan, Das ist right? Satan. So you go back to Daniel 8, right? Zurück zu Daniel 8 geht. Talks about this kingdom. It comes up here. It says in the latter time of their kingdom, right? Es spricht über dieses Königreich, was hier raufkommt, und es sagt dann im späteren Zeit ihres Königreichs. It says a king of fierce countenance and understanding dark senses shall stand up, right? It's here, right? This fierce king now is ruling again, right? Und es ist hier, wenn dieser grimmige König wieder herrscht. He's the king of war, Er ist right? der König des Krieges. Christ is the king of peace, right? Christus ist der König des Friedens. Okay, so go to Matthew 24. Und geht zu Matthäus 24. We're not going to get this finished, and we'll just make this the last point. Wir werden das nicht abschließen können. Wir machen das jetzt zu unserem letzten Punkt. Verse 7. Matthäus 24, Vers 7. It says, "For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows." Which time period is this referring to? Bis Vers 8. Auf welche Zeitspanne bezieht sich das? Okay, the first half of the Sunday. Die Right? erste Hälfte des Sonntags. This half, right? Diese Hälfte. Because when you come to verse 9, Weil die zweite Hälfte, wenn man zu Vers 9 kommt, it says, "Then shall they deliver you up to be afflicted." That's when this great time of affliction begins, right? das ist, wenn diese große Zeit der Bedrängnis Which is anfängt. in Matthew 24 is called the Great In Tribulation, right? Matthäus 24 wird das die große Trübsal genannt, Which is 1260. Right? was 1260 ist. This is 1260. It's just repeating, right? Das ist 1260, das wiederholt sich ja. But we're dealing with this part, right? Aber wir handeln jetzt über diesen So Teil. just go back to verse 7. Geht zurück zu Vers 7. "For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. There shall be famines and pestilences
and earthquakes in diverse places. So what is pestilence? Was ist Pestilenz? Yeah, it is disease, right? Also Krankheiten, Corona. Okay, so we know that this power here, this world global agenda power that's bringing in that thing, right? Wir wissen, dass es diese Macht hier ist, diese globalistische Weltagenda hat, die diese Sache hier reinbringt. Okay, so it clearly shows you that in the first half, because the wars and rumors of wars begin here, but it leads down to this pestilence, Das right? zeigt ja so klar, dass es in dieser ersten Hälfte des Sonntagsgesetzes ist, weil Kriege und Kriegsgerüchte fangen hier an und es führt dich dann zu diesen Pestilenzen. Okay, so just brings us to this point, right? This is this dilemma, right? Where we have this northern power hastening away here, but at the same time we have this southern power getting judged, Das right? bringt uns zu diesem Punkt, also zu diesem Dilemma, wo zur selben Zeit die nördliche Macht wegeilt, aber auch diese südliche Macht gerichtet wird. Okay, but my only point this morning was to really establish these parallels, right? Mein einziger Punkt heute Morgen war, diese Parallelen wirklich zu etablieren. Because we're blind, right? There's certain things in God's word that have not been revealed to us, Weil right? wir sind blind, es gibt bestimmte Abschnitte in Gottes Wort, die uns nicht offenbart sind. And Ezekiel saw those wheels within the wheels and he didn't understand it, right? Und Hesekiel hat die Räder in den Rädern gesehen und nicht verstanden. But Sister White says we are to go with the weight of evidence, right? Weil White sagt, wir sollen mit der Beweislast vorwärts gehen. From an unchanging God, Von right? einem unveränderlichen Gott. So all we do is we put the evidence in place and we say, okay, Lord, yeah, I see it, but I don't understand this, Also right? alles, was wir tun, ist die Beweise an den Platz zu legen und sagen, Herr, ich verstehe das, oder ich sehe das, aber das verstehe ich nicht. And then what do we do? Und was tun wir dann? Yes, ask, pray, and wait, right? Also Frage oder Bitte, bete und warte. Okay, so you're sighing and crying and waiting for the Lord to deliver you, Du right? seufzt also und klagst und wartest auf den Herrn, dass er dich And the befreit. song we sung this morning says that when our eyes are opened, it'll set us free, right? Und das Lied, was wir heute Morgen gesungen haben, da steht, wenn unsere Augen geöffnet werden, wird es uns freisetzen. And that's when Ezekiel was sent, right? When he understood, Und da right? wurde Hesekiel gesandt, als er verstanden hat. Amen? Amen. And just last thought, this is Revelation 10, right? Letzter Gedanke, das ist Offenbarung 10. Is to eat the book there, right? Er soll das Büchlein hier essen. And at the end there, Ezekiel, when he's sent, he has to eat the book, right? Am Ende soll Hesekiel, wenn er gesandt wird, das Buch essen. Two parallel illustrations, right? Zwei parallele Darstellungen. Okay, we will continue this tomorrow. I've got many more proofs to put in place, Wir right? werden And das morgen dann fortfahren. Ich habe noch mehr Beweise an Platz zu setzen. let's close with a prayer. Lass es mit einem Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, I thank you for your principles that change not. Herr, ich danke dir für deine Prinzipien, die sich nicht verändern. These unchanging principles that can give us confidence in what's coming. Diese unveränderlichen Prinzipien, die uns Zuversicht geben können auf das, was kommt. Dear Lord, please help us not to allow our feelings or our senses to rule us. Bitte, Herr, hilf, dass wir nicht erlauben, dass unsere Sinne und unsere Gefühle uns regieren. Help us to have ears to hear your word Hilf uns, Ohren zu haben, die dein Wort hören and not ears to listen to every other false narrative that Satan wants to bring to our attention. und dass wir nicht Ohren haben, irgendeiner anderen falschen Erzählung zuzuhören, die Satan in unsere Aufmerksamkeit bringen will. Help us to remember, Lord, that we are saved by faith Hilf uns, dass wir daran denken, Herr, dass wir aus Glauben gerettet werden. and it requires a cross Und das fordert ein Kreuz. and we need you every moment, Wir brauchen dich jeden Moment, for we can do nothing of ourselves. denn wir können nichts aus uns selbst tun. Help us therefore to pray
and to struggle through this thing, this time by faith, Hilf uns deswegen zu beten und durch diese Zeit zu ringen, durch Glauben. and wait for you to reveal what you have promised to reveal. Und dass wir darauf warten, dass du das offenbarst, was du verheißen hast, dass du offenbaren wirst. That it might set us free, Dass es uns freisetzen and that wird. we might be your ambassadors of your truth. Und dass wir deine Botschafter deiner Wahrheit werden können. Please help us not to dwell upon the doubts that spring up in our hearts, Bitte hilf uns nicht, auf die Zweifel, über die Zweifel nachzudenken, die in unseren Herzen aufkommen, but remember what the Bible tells us, sondern dass wir daran denken, was die Bibel uns sagt. that they never entered into his rest because of their evil hearts of unbelief. Dass sie nie in seine Ruhe eingetreten sind wegen ihren bösen Herzen des Unglaubens. And I just want to thank you and ask that you would impress these things upon our mind. Ich möchte dir danken und bitten, dass du diese Dinge auf unseren Verstand And we beeindruckst. ask this in the name of Jesus. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen.